I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Da ist jetzt offen. Okay. Was machst du eigentlich? Was meinst du mit... Was machst du eigentlich? Ich habe es gelesen, da war ich gerade... Was hast du gelesen? Ah, es hört sich ja furchtbar an. Ärgerlich, dass sie die... Da musst du die noch leer machen. Das ist ja furchtbar. Schade. Warst du auch nass hinterher oder wurdest du verschont? Eine Kanaldusche genommen. Butte EW 17. Details. Ihren Aussagen zufolge wurden die Agenten aus dem Haus in Butte in ein Motel mit Namen Ocean View Motel und Casino transportiert und fanden mit Hilfe eines Rituals, siehe Akte MOT 01, einen Zimmerschlüssel. Der Schlüssel öffnete eine Tür, die mit einer umgekehrten schwarzen Pyramide versehen war, was sie erst nach langer Zeit durch stures Ausprobieren feststellten. Nachdem sie einen weiteren Zugschalter im Hotel betätigt hatten, der sich in diesem Zimmer befand, wurden sie ins älteste Haus transportiert. Das Verschwinden des Hausbesitzers sowie der anderen Bewohner von Butte wurde dem Zugschalter zugeschrieben. Mittlerweile ist bekannt, dass das Ocean View Motel viele Türen und Pfade beherbergt. Seit dem Vorfall sind überall im ältesten Haus Zugschalter aufgetaucht, die dem Schalter des Hauses in Butte identisch sind. Derzeit wurden Zugschalter im ältesten Haus gefunden, die sich im Sektor befinden. Sie stellen alle einen Zugang zum Ocean View Motel dar, wobei wie genau die Verbindung funktioniert. Anfängliche Hypothesen stützen sich auf das AWE von Butte als siehe Dr. Darlings Präsentation 24.3 für weitere Informationen. Natürlich war ich auch nass. Ihr habt schon eine Nachricht bekommen? Das wusste ich gar nicht. Hotline. Isolationsprozedere. Objekt sollte außer für den Direktor nicht zugänglich sein. Beschreibung Parautilität. Objekts ein rotes Bakelit-Telefon aus den 1960ern. Die Wählscheibe ist durch einen schwarzen Knopf ersetzt, dessen Zweck unbekannt ist. Das Telefon wiegt. Das Objekt ermöglicht es dem Direktor mit dem Rat zu kommunizieren. Sollte das Objekt von jemand anderem als den Direktor verwendet werden, erzeugt es eine tödliche... Weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 11.6. Das Objekt ist derzeit an Dr. Trench gebunden. Hintergrund. Das Objekt manifestierte sich spontan im Büro des Direktors, platziert auf dem Tisch. Direktor Northmore war der erste Agent der Behörde, der das Objekt verwendet hat. Das Objekt wurde einer Reihe von Tests unterzogen, darunter aber seine Ursprünge sind immer noch unbekannt. Oder nicht bekannt. Ring, ring. It's Dr. Darling calling. In 1978, a comms department intern heard the hotline ring and picked it up, going against every safety protocol in the manual. She never recovered, and the handful of witnesses required extensive memory repression therapy. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Our very own Ouija board. Only the director can answer it safely, and what he hears is kept classified. Bezog sich die Nachricht auf unsere Gruppe oder die andere Gruppe, die ihr gekriegt habt? Das verwundert mich gerade so ein bisschen. Eieieiei. Haben wir die gesehen? Something's coming. The whispers growing louder. The worst winter storm in Bureau history. Retribution for my sins. Our sins. This threat could destroy the Bureau. Everything I've built. Destroy me. A web spun, turning this place against me. I catch glimpses of it in the corner of my eye. It's just out of reach. Elusive. It's clever. A perverse game of hide and seek.
Is this part of an attack? Obfuscating the facts? Dimming my eyes? It's hard to tell. I need answers. I haven't heard back from Darling. I fear for my friend, my closest ally. I think we made a terrible mistake all those years ago. That thing he studies is putting us all in danger. It's my duty as director to keep the Bureau safe. It'll be difficult. What's done can't be undone. There's no easy fix. Magical thinking is a requirement for survival. Pain and suffering are mandatory. To change things, you have to break yourself. I don't know if I have the strength. I'm old and weak. I'm afraid. Ah, okay. I can see my hands trembling. I'm losing control. I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. The traitor in our midst. A conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it, control it. The rule and the ritual with objects of power. It can't be tampered with. The lifeline to the astral plane and the board. I must seek guidance. Soon. I'll rest first. I'm so tired. Always tired now. I must reach the hotline. I think I'm under attack. An attack of dementia, exhaustion. It's a brain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. It took us a long time to learn how to stabilize the control points, the ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast. We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmore before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. I'll damn well do it here. Without the control points, the oldest house would swallow us alive. We'd be sealed inside an endless labyrinth. No one would hear our screams. If an enemy ever managed to corrupt the control points, it'd be over fast, spreading like a cancer, leaping over the fire breaks like a crown fire. They are the weak point. Darling's right about that. He's wrong about everything else. Dangerously wrong. Suspiciously wrong. Has he been compromised? Ist der Typ an wie Gronk? Keine Ahnung. Es ist nicht Gronk. Kann ich dir sagen. Logischerweise. A director needs a team. My management. Das hatten wir schon. The Ocean View Motel and Casino is a familiar friend to me. I stayed in countless motels like it while investigating AWEs across the country, back in my field agent days. Those roadside motels all bleed together like a dream. Same and not the same. Anywhere and nowhere. The Ocean View operates on dream logic, and the light switch cord leaks out to be found in the most unexpected places, and sometimes successfully encouraged to appear and act as a convenient lock to keep out those not trained in dreamscape navigation. Even Bureau veterans can only find one key in the motel, the
key that opens the door marked with the inverted black pyramid. The rest, the many other doors, are still mysteries to us. We're all merely guests there. Even the board. Sometimes I need to visit, just to breathe easier for a while. It beats the numb, sterile apartment I spend my nights in, insulated from everything but myself. I guess that's where the whiskey comes in. Trinken ist nie die Lösung. Das Spiel braucht nicht. Okay, haufenweise kryptische Nachrichten. Wie eigentlich immer in diesem Spiel. Jetzt gehen wir erstmal zurück und quatschen mit Emily. Jetzt, wo wir die Hotline haben. Kommen wir jetzt im Büro raus, ne? Jo. Oh. Was haben wir hier? Finanzen der Behörde. An alle Mitarbeiter der Geschäftsleitung, ich weiß, dass es Bedenken gibt, weil unser Betrieb das Jahresbudget übersteigt. Solange wir innerhalb des ältesten Hauses operieren, sind wir in vielerlei Hinsicht vor Kontrolle geschützt. Wenn unsere Budgetforderungen nicht auffällig übertrieben sind, werden sie ohne Nachfrage vom Finanzministerium genehmigt werden. Das FBC ist nur eine weitere Spalte in einer Tabellenkalkulation, die einem kleinen Buchhalter nicht einmal auffällt. Seine Augen werden drüber gleiten, als wären wir gar nicht hier. Das Naturell des ältesten Hauses ermöglicht uns gewisse Handlungsfreiheiten. Dass wir hier sind, ist kein Zufall. Gruß, Zachariah Trench, Direktor des Federal Bureau of Control. Wer ist Emily? Ich glaube, du warst noch nicht da, als ich kennengelernt habe hier im Game. Zeig ich dir gleich. Jetzt können wir hier rein, guck mal. Wir kriegen so eine Kiste. Das ist ja toll. Tee. Mein Gott. Sehr geehrter Mr. Potts, sehr geehrte Mrs. Potts, mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Graham Potts letzte Woche bei einem Einsatz ums Leben kam. Genauere Details zu seinem Tod sind streng vertraulich, doch ich habe die Ehre, Sie darüber zu informieren, dass er im Dienste für sein Vaterland gefallen ist. Sie können stolz darauf sein, dass er im Angesicht der Gefahr großen Mut bewiesen hat und sich dem Schutz unserer Nation gegen ihre Feinde verpflichtet sah. Er wird seinen Kameraden und Kollegen stets in Erinnerung bleiben. Ich bedauere den Schmerz, den Ihnen diese Nachricht bereiten muss, aufs Äußerste. Ich hoffe, dass Sie etwas Trost in der Tatsache finden, dass ein Opfer das Vaterland beschützt hat, das er so geliebt hat. Seine Habseligkeiten werden Ihnen so schnell wie möglich zugestellt. Hochachtungsvoll, Howard J. Murray, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kommunikationsabteilung, Federal Bureau of Control. Nett. Solche Nachrichten überbringt man auch gerne, wa? Was irgendwann mal brennen sollte, in der Nähe des Feuers Deo sollte die rennen, zwar schnell und weit weg. Explodiert wahrscheinlich, ne? Werde das nächste Mal, wenn ich wieder inmitten von Feuer stehe, auf jeden Fall dran denken. Spawnen jetzt wieder Leute? Nein? Okay. Ich kann jetzt hier nochmal rumgucken. Das ist Radio. Hier ist nichts. Hier kann ich durch jetzt. Oder rein, besser gesagt. Was ist denn hier? Was? Untersuchung paranatürlicher Themen, Objekte der Macht und ihre Parautilität. Objekte der Macht sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, bestimmten Individuen paranatürliche Fähigkeiten zu verleihen. Wir nennen diese Individuen Parautilitarier. Die Potenz der Fähigkeiten hängt vom Parautilitarier ab. Anhand des Beispiels vom Objekt der Macht sieht man, dass es einige Parautilitarier gibt, die eine Wurfdistanz von erreichen, während andere nur zu fähig sind. Weitere Informationen in Dr. Dangs Präsentation 11.15. Es ist unbekannt, was genau die paranatürliche Kompetenz eines Individuums bestimmt, aber es wird gemeinhin angenommen, dass ein wenig im Körper vorhanden ist und dass es wie alle Muskeln trainiert werden kann. Um meine Analyse fortzusetzen, habe ich offiziell Zugang zu den Northmarken beantragt, da er der fähigste Parautilitarier ist, den die Behörde je gesehen hat. Dr. Darling hat dem Antrag noch nicht stattgegeben. Sonst, wenn es ein altes Deal ist, bei manchen neuen gibt es eine bestimmte Sicherung. Echt?
Krass. Guck mal. Wieder was Nützliches gelernt. Dankeschön. Einmal bis die Feuerwehr rufen. Schub bei Tötungsserie. Was? Schaden nach Kills. Oh, geil. Ist ja ein cooles Power-Up. Aber ich glaube, ich kann damit noch nichts anfangen, ne? Weil ich noch nichts weiteres freischalten kann. Kann das sein? Hier? Nee. Okay. Jesse, Das ist Emily. Did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry. You made it. I'm glad. Emily? Let's talk. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. Ah, And Marshall? Helen Marshall is head of understood. operations. She's tough, Okay. ex-CIA. She took her rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Gerade mit der Cutscene nicht gerechnet. ATI. Und vorher eine Spinne gekillt. Warum? Das ist toll, dass du lernen konntest. Ich auch. Es ist immer schön, wenn man nützliche neue Informationen lernen kann. Erste Eindrücke. Erste Begegnungen mit dem als das Zischen bekannten Wesen haben mehrere Fakten über sein Verhalten offenbart. Vor allem ist das Zischen in der Lage, in Kontrollpunkte, gewandelte Objekte oder sogar Menschen einzudringen oder diese zu befallen und so ihr Verhalten drastisch zu ändern. Interessanterweise ist keine Person mit einem der tragbaren HRV-Geräte, die Dr. Darling in den letzten Wochen verteilt hat, von dem Befall betroffen. Die einzig bekannte Ausnahme ist die neue Direktorin Jessie Faden, die eine inhärente Immunität gegen das Zischen besitzt. Das könnte darauf hindeuten, dass sie bereits befallen ist, aber ihr Verhalten unterscheidet sich so deutlich von den anderen Zischern, dass ich diese Theorie bereits verworfen habe. Meine letzten Beobachtungen stammen von Miss Faden persönlich. Sie ist in der Lage, Materialien und Organismen vom Befall durch das Zischen zu reinigen.
Wir haben diese Fähigkeit in einem befallenen Wesen getestet, doch leider scheint der Wirt diesen Prozess nicht zu überleben. Vielleicht wird die Physiologie des Wirts vom Zischen abhängig. Uns steht mehr Arbeit bevor. Vollständiger Bericht in Akte. Nee, ich hab noch mehr. Was soll ich denn sonst noch? Hotline. Das, was wir gerade schon gesehen haben? Nee. Mhm. Jo. Kann sie auch Gedanken lesen? Nein. Wir können Gedanken kontrollieren hinterher, aber wir können keine Gedanken lesen. Hi, Jesse. Das habe ich ja alles schon gefragt. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Warum Just hat let sie me denn... Warum hatte sie denn noch einen Missionsmarker, hä? Weird. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Das ist Arti wahrscheinlich. Finde einen Weg in den Wartungssektor. Jo. Energie plus 5, das habe ich zweimal. Das heißt, einmal kann ich das zerlegen. Heißt nicht umsonst The Control, das heißt ja nur Controller. Ich glaube, damit ist das nicht, darauf ist es, glaube ich, nicht ausgelegt. Und ich fand immer, dieses Übernahmeding war irgendwie voll unnötig. P6-Data. Ja, wir können jetzt hier Fähigkeiten und so. Geil. Mehr Schaden durch Schleudern. Mehr Schaden mit dem Zeitschlag. Mach mal mehr Leben. Ja, wir machen mal das. Und wir machen mal das. Schlauarsch, meinst du mich? Zusätzlicher Waffenformplatz. Das bringt uns noch nichts, weil wir noch keine andere Waffenform haben. Ich könnte die jetzt herstellen, ich will es aber nicht haben. Deswegen warte ich, bis ich die Form kriege. Ich glaube, ich kann warten, bis ich die Form kriege, die ich haben will. Gegenmaßnahmen des Rates. Genau, die beiden Modifikationswerte schalte ich damit frei. Time to work. Meet me in the maintenance. Ja. Ich dachte, du meinst vielleicht Yunus. Keine Ahnung. Warum auch immer. Like I said before, the janitor is a friendly face. Aber ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du auch geklugscheißert hättest, wenn du es gewusst hättest. Möchte gern schlau machen, es kann möchte gern, wenn es stimmt. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? Arti, krasser Typ, finde ich cool. Müssen erstmal gucken. Level 2 können wir noch nicht kriegen, wir glaube ich gleich von ihm. Sag ich doch. So, rot ist immer schlechtes Zeichen. Da unten müssen wir hin. Override is right there, in the control room. How do we get there? Es gibt in Speedrun, glaube ich, irgendeinen Glitch, wie man da runterkommt. Ich weiß noch nicht mehr wie. Aber ich meine, man kann von hier irgendwie da rein. Ich bin zumindest ziemlich sicher. Der Hausmeister? Was ist mit dem Hausmeister? Der Hausmeister ist cool. Cooler Dude.
Ja, das hat ja super geklappt. Gute Sache. Hallo, ich bin Florian, ich spiele viele Shooter. Ich habe den einen Schadensboost schon für das Ding, ne? Ich glaube, deswegen läuft es jetzt auch besser. Dann kannst du noch ein bisschen üben. Bin keins? Nee. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Astralwerkstatt ist mir egal, ich will diese Waffen nicht haben. Das ist halt jetzt auch der Vorteil, den ich habe, weil ich das Spiel kenne. Ich kann meinen Stuff hier ein bisschen effizienter ausgeben, weil ich weiß, was halt Crap ist und was nicht. Ja, ja, ja. So. Unten müsste irgendwo einer sein. Hallo, guten Tag. Moin Freddy, was geht ab? Ach, da ist er. Sag mal. Wie war dein Arbeitstag? Sieht nach einer Gehaltserhöhung aus? Was? Ich muss lernen, morgen 4 Stunden Klausur? What? Schreibst du morgen Abschlussprüfung oder was? Ja, gut, nichts Dramatisches. Ja, nice. Sehr gut. Das finde ich ist eine gute Idee. Yunus spricht mich jetzt ab nur noch mit der Meister an. Das ist ein sehr guter Einwand, finde ich. Vorabi-Prüfung. Viel Glück. Packst du. Hier war ich schon, ne? Ach, hier geht's wieder hoch. Okay. Ehre. What's down that way? Danke dir, dass du neben dem Lernen auch noch mein Stream offen hast. So, bevor wir zu Arti gehen, gehen wir auf jeden Fall nach da. Surprise! So, wo das Objekt der Macht Karussell fährt. Oh ja, This place makes me nauseous. definitiv. Gibt nämlich eine nice Fähigkeit. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Ah, Ausweichen ist die beste Fähigkeit. Bin ich ehrlich. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen. Ich wäre fast an der Seite runtergefallen. Let's see if Alter. this keep up with me now. Oh mein Gott. 2 Fähigkeitenpunkte, das ist wieder ein Level schon.
Ich sehe halt gar nichts. Okay. Noch einer. So, jetzt können wir zur Arti gehen. Was hier? Hallo, guten Tag. Ach, sind das wieder... Ah ja, es sind wieder die beiden. Ja, man kann Level einstellen. Jo, mach das. Sag mal Bescheid gleich. Hey, man! What are you drawing? I'm drawing a dog! I'm drawing the pyramid. The what? The pyramid. What's a pyramid? The Black Pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. I miss my home. Ey, diese Splash-Out-Kids, ne, die machen mich fertig. Das ist so gruselig. Alter. Wer auch immer sich es ausgedacht hat bei Remedy, ne? What the fuck? Hast du denn genommen? Alter. Bis wie viel denn kann ich dir gleich zeigen? Das ist ein Skilltree, das ist kein... Also es ist nicht levelbasiert, aber die Fähigkeitenpunkte reichen halt für ein neues Level im Skilltree. Arti! Moin. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Tja, auf jeden Fall. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yeah. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry.
I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it, and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Ich liebe Arti. Arti, super. Ich nehme Mama mit. Yep. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. Oh, Arti, super. Ein geiler Charakter, ehrlich.